Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen leckeren Kartoffelauflauf mit Gemüse. Dafür als erstes eine große Zwiebel sowie 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen, anschließend fein hacken. Außerdem 1,25 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln schälen und danach mit einem Messer in dünne und möglichst gleich große Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Jetzt die Kartoffelscheiben in die Pfanne geben, außerdem 300 Milliliter Milch sowie 200 Milliliter Sahne dazu gießen und alles mit einer großzügigen Prise Salz, etwa einem halben Teelöffel Muskatnuss und einer guten Prise Pfeffer würzen. Anschließend einmal gut umrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Dann zum Kochen bringen und für 8 bis 10 Minuten bei niedriger Hitze ganz langsam köcheln lassen, bis die Kartoffeln nahezu gar sind und die Soße schön cremig ist. Wenn das erledigt ist, kommt noch das Gemüse dazu. Ich habe hier eine TK-Gemüsemischung bestehend aus Möhren, Erbsen und Mais genommen. Insgesamt 300 Gramm. Alles einmal gut unterrühren und dann in eine passende Auflaufform umfüllen, gleichmäßig darin verteilen und zum Schluss mit geriebenem Käse bestreuen. Ich habe mich für eine Mischung aus geriebenem Parmesan und Gouda entschieden, jeweils 100 Gramm. So kommt der Kartoffel-Gemüseauflauf dann in den vorgeheizten Backofen für 30 bis 35 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis die Kartoffeln komplett gar sind und der Käse eine goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Auflauf anschließend auf Tellern verteilen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.